hallo. Ja, schon erst haben willkommen hier auf meinem Kanal wieder. Heute sind wir hier in Duisburg. Auf Instagram habe ich euch die Frage gestellt, was für ein Video ich drehen soll. Ob das ein lustig-peinliches Video sein soll oder ein trauriges Derdo-Video sein soll. Und ihr habt euch mehr für das lustige und peinliche Video entschieden. Und davor hatte ich euch auch gefragt, was eure lustigsten und peinlichsten Erlebnisse waren auf Instagram. Das erste Erlebnis, was ich euch jetzt vorlesen werde, ist auch von einer anonymen Person. Also einer meiner peinlichsten Situationen begann damit, als meine Freundin und ich am Wandertag auf dem Weg zur Bushaltestelle waren. Wir hatten gemeinsam ungefähr 5 Minuten gewartet, bis der Bus kam. Und es war am Regnen und deshalb hatten wir auch beide Regenschirme dabei. Auf jeden Fall, als der Bus kam, wollten wir einsteigen. Doch davor wollten wir erstmal die Regenschirme zumachen. Wir waren genau vor der Tür, der Busfahrer hatte die Türen aufgemacht. Doch da unsere Regenschirme offen waren, konnten wir nicht einsteigen. Auf jeden Fall, der Busfahrer hatte uns ungelogen ein paar Sekunden angeschaut und einfach die Türen zugemacht. Am Ehrenlos. Und ist losgefahren. Wir beide standen wie zwei Opfers einfach dort stehen. Jeder hatte uns im Bus angeschaut. Ist schon scheiße gelaufen für die. Nächstes Erlebnis. Hatte mal in Deichmann gefurzt und es roch sehr schlimm. Bin dabei alle Gänge durchgegangen, damit keiner was bemerkt. Also das ist etwas, glaube ich, Menschliches, zu furzen. Aber das ist auch eine gute Strategie, rumzulaufen und das keiner bemerkt. Nächstes Erlebnis. 24/7 aus Reflex auf Türkisch fluchen, wenn ich mich erschrecke. Hahaha. Nächstes Erlebnis. 4. Klasse Grundschule. Hatte Lahmacun dabei. Lehrerin sieht das und chillt ganze Zeit neben mir und fragt, ist das Lahmacun? Und stellen 1000 Fragen. Bis ich fragen musste, möchten sie auch. Haben diese Geier. Nächstes Erlebnis. Ich habe mal als kleines Kind einen Mann umarmt, weil ich dachte, das wäre mein Vater. Also es kommt auch drauf an, wie alt diese Person war. Ja, ist jetzt auch nicht so peinlich, obwohl doch ein bisschen... Nein, ist nicht peinlich. Nächstes Erlebnis. Ich habe mich in dich verliebt. Danke. Das Beste kommt zum Schluss. Ich werde jetzt auch eine Story von mir erzählen. Als wir im Dorf waren, war ich halt mit meinen Cousins da bei diesem Çeşme. Also Çeşme ist das, wo Wasser rauskommt und viele halt von da Wasser raustrinken. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Ich werde das auch nachher einblenden, was Çeşme auf Deutsch heißt. Ich weiß es nicht. Ne? Brunnen mı? Brunnen değil lan, Brunnen şey değil mi Loch? Brunnen ist doch Dings, wo man so Wasser rausholt. Aber Çeşme ist doch Dings. Und auf jeden Fall wollten wir Çiğ Köfte, also ich insbesondere, weil ich Çiğ Köfte liebe. Und dann haben wir mit meinen Cousins beschlossen, dass wir uns Çiğ Köfte bestellen. Und das halt so in einem kleinen Stadtteil und das heißt Savaştepe. Und dann haben wir halt da so angerufen, dann habe ich gesagt, ja, wie viel kostet denn 1 Kilogramm Çiğ Köfte? Dann meinten die halt zu mir, ja, das kostet dies und das. Und dann haben die noch gesagt, wir müssen noch Lieferkosten bezahlen. Und dann haben wir halt meine Schwester gefragt, ob wir das bestellen dürfen. Da meinte meine Schwester, nein, ihr dürft es nicht. Dann haben wir auch nicht zurück angerufen. Die Frau meinte, ruft zurück an. Aber keine Ahnung, wir haben dann nicht zurück angerufen. Und am nächsten Tag war ich mit meiner Mutter da bei diesem Çiğ Köfte-Laden. Und da war die gleiche Frau, ich habe das auch an ihrer Stimme erkannt. Und davor habe ich auch meiner Mutter gesagt, Anne, çaktırma, also lass dir nichts anmerken, so, sag nicht vieles so über uns. Und dann habe ich erstmal die so gefragt, ja, wie viel kostet denn 2 Kilogramm, 1 Kilogramm Çiğ Köfte? Und dann meinte sie zu mir, hast du schon mal hier angerufen? Und ich habe dann nein gesagt. Danach meinte die, ja, von wo kommt ihr eigentlich? Dann meinte meine Mutter, ja, von Devörenköy. Und wir haben ja auch den Namen, als wir angerufen haben, gesagt, dass wir von Devörenköy kommen. Und danach meinte die auch, aber es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob, nein, da meinte die Frau, ja, die Leute, die auch gestern angerufen haben, waren auch von Devörenköy. Und da meinte die auch noch, wohnt ihr überhaupt da? Also, oder seid ihr nur zu Gast da gewesen? Da meinte meine Mutter, nein, wir wohnen eigentlich in Deutschland. Und die Nummer, mit der wir die angerufen hatten, war mit einer deutschen Nummer. So, auf jeden Fall, lügt nicht, das kommt auf jeden Fall irgendwann raus. Und ja. Nebenbei könnt ihr mich auch auf Instagram abonnieren, damit ihr auch bei solchen Sachen mitmachen könnt. Genau das. Cool. Woher kommt ihr, was macht ihr und warum? Wir machen YouTube einfach so, also einfach so Street Comedy mäßig. Street Comedy ist gut. Ja. Finde ich lustig.
Auf jeden Fall, die Frage ist einfach, Ihr lustigstes oder peinlichstes Erlebnis? Mein peinlichstes Erlebnis? Boah, übel, warte mal. Was war mein peinlichstes Erlebnis? Nicht das erste Mal, auch nicht das zweite Mal. Oh. Einfach irgendwas. Oh, wenn du schnell kommst, ist das immer peinlich, so bei einer Frau. Aber was ist auch noch peinlich? Auch wenn du so zu spät kommst und dann im Unterricht zu spät kommst. So, Unterricht? ja, und du sagst dann, verzeihen Sie bitte die Verspätung, und der Lehrer sagt einfach so, nein. Und ich stehe dann da und denke mir so, oh Scheiße, das war peinlich. Also im Kopf hast du schon eins. Oder? Überlegen, also. Ja, also in der Schule vielleicht. Nicht, ich soll hier im Moment sitzen. Ich wünsche dir was. Lustigstes, peinlichstes Erlebnis. Entschuldigung, mir fällt nichts ein, Rosa. Ey, überleg, Bursche, hier. Wir warten einfach mal. Ich habe mich mal in eine Schokotorte gesetzt und es sah aus, als hätte ich mir die Hose gemacht. Und das war sehr peinlich, weil es auf einem Date passiert ist. Viele peinliche Momente. Wenn du zu Fettnäpfchen triffst und so, das ist immer peinlich. Musst mal gucken, wo du so hintrittst und was du so sagst und so weiter. Und oft macht man das Maul so auf und dann denkt man sich so beim Flirten oder so. Und Flirten Sie viel? ja, ich flirte immer, den ganzen Tag, wenn es geht. İşte en komik, en rezil an. Burada mı yoksa hani genel olarak mı Genel peki? olarak hani. Aa, ay Yani düşünebilirsin Fatih. tamam. So actually, I don't have any problem by my life, okay? No, the funny moment. You love, haha, so. Okay. Oh, embrace it moment. Okay, about what am I feeling so much about my life? Really, I'm feeling so lovely to my life. Beim Date? Ja, genau. Wie ist das passiert? Ja, also wir haben so Kuchen gegessen in so einem Café und dann ist so Schokolade zwischen meine Beine und ich hatte dann halt auf dem ganzen Rückweg halt diese Schokotorte an meinem Po. Ach so. Und die Leute haben mich angestarrt und waren so, oh Warum ja. wusste der Junge dass das Dings war, dass die Torte war? Ja, er wusste, dass es Torte war, aber Ja, es war gut. schon unangenehm. Auch für ihn war es Ja, unangenehm. ja, natürlich. You can speak English. Yeah, I can speak English, but I'm not an Englishman. Yeah, I'm not a British man. I'm not an American man. I'm not. My English, Yeah, I'm from Turkey. My Yeah, actually, German is not good. My English is not good. Benim çok korkak bir köpeğim var da böyle birazcık izole büyüdü benim yaşadığım siteden dolayı. Mesela bütün köpeklerden korkuyor. Bir gün böyle bir beraber yürüyüş yaparken arkasından böyle çok bizim mahallede çok tanınan bir tane köpek var. O böyle şey yapmıştı. Böyle arkadan onu gelmiş böyle işte merhaba demek için böyle dokundu böyle kuyruğuna. Aynen. Ondan sonra o da bir anda arkasını dönüp şey yapınca böyle bir anda kedi gibi böyle etrafımızda böyle buraya kadar tırmanıp dönmeye başlamıştı. Köpek. Evet. Böyle çıktı böyle şey yapıp buraya böyle kuş gibi gelmişti. Bu komik olabilir. Tabii anlatınca olmuyor da benim için çok komik bir andı yani. Also in der Schule war das einmal so, ich hatte einen Crush halt auf jemanden und dann bin ich da so die Treppen gelaufen und Hoch oder runter? hier runter und bei uns in der Schule war das so, dass das so Blöcke waren und der war halt im oberen Block und dann konnte der so runterschauen. Da hat er mich so angeschaut und ich habe dann halt so hochgeschaut und dann bin ich halt die Treppen runtergefallen. Aber Als du den gesehen hast? ja, und dann bin ich die Treppen runtergefallen, aber mir ging es dann noch gut. Also es war nur so geflasht sozusagen. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Ist dann was passiert zwischen euch? Ja, aber es war jetzt Seid ihr nichts Ernstes. Nee, also das war so ein bisschen zum Spaß haben. Also für ihn Also- war es zum Spaß haben. Ach so, Ich habe war das ernst, ne? ja genau. Also das war so ein Fuckboy. Ja, genau. Er war ein Skorpion, also sein Was ist dein Sternzeichen? Zwilling. Ja, meiner ist Löwe. Seit wann leben Sie auf der Straße? Seit wann? Ich bin jetzt seit fast 3 Jahren draußen. Ich soll jetzt nur eine arme Battle-Phase machen. So. Und ich weiß, was ich nachher bekomme dafür. Und je schlechter es mir heute geht, desto besser geht es mir morgen im Prinzip. Das ist im Prinzip nur eine große Familientradition. So, ich bin Templer, ich bin im Tempel geboren im Tibet. Und der Tempel sagt, so und so und so sollst du leben. Und das und das und das sollst du erfahren. Ist das dann die Religion? Ja, genau. Das ist eine religiöse Geschichte, meine ich. Okay. Thank you. This was. Thank you. welcome very much, okay? Alles mit Google Übersetzer nachher. Ich habe nichts verstanden. Bei mir ist es nicht so, bei mir ist es nicht, ich will nicht arbeiten, ich würde gerne arbeiten. Ich soll es nur nicht. Nachher habe ich einen Job, nachher habe ich einen guten Also Job. wegen ihrer Religion dürfen sie nicht arbeiten, Im ne? Moment, Tempel. Mein Tempel sagt, ich soll alles im Leben erfahren haben. Jede emotionale Lage. Achso, deswegen sind sie jetzt
Und deswegen sitze ich hier. Und um hier alles zu lernen, um hier alle Sprachen der Welt zu lernen, um hier alle Emotionen der Welt zu lernen, um hier jede Situation, die du haben kannst, einmal mal durchgemacht zu haben. Nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Dafür sitze ich hier und erfahre und meditiere. Wie lange dauert das? Jetzt noch ein Jährchen vielleicht oder 2. Also spätestens, wenn ich 30 bin, so ich bin jetzt Also können Sie 28. das Ne? selber aussuchen, ne? Jein. Keine Ahnung, vielleicht fragt jemand anders so. Zurück? Ja, was ist los? Meinst du, du hast so 2, 3 Blättchen für mich, Boah, bis ich zu Hause bin? Warte mal. Kriegen wir hin. Du hast, ja, alle irgendwie also helfen. Einer Hand Ja, durch die das andere. Leben ist ein großes Geben und Nehmen. Man Das ist sollte immer was geben. Ich gebe ihm, wenn ich mal in Duisburg Ist ja was Gutes. Ja, das ist das. Nee, ja. Evet ya. Böyle bir anda sorulunca bunlar Aynen, gelmiyor aklıma. aynen öyle. Ondan muhtemelen. Olsun. Oh, ich weiß nicht, ob das fair ist. So. Die Gesellschaft Ja, sollte schon mal viele gucken. Sachen sind auch nicht schwer. Ey, ich schwör's dir, ich meine, was der Vatikan macht, ist auch nicht richtig. So. Auf der anderen Seite gibt so 12.000 Menschen einfach mal so einen Sinn und räumt die Erde auf. Ne? Also ich sag so, rettet die Erde. Wenn das viele Menschen sehen, so, killt hin, Alter, macht Naturschutz, helft Obdachlosen, helft den Menschen irgendwo, wo ihr könnt. So. Dein Instagram, ne? Sodi.xd46. Wünsche was. Hau rein. Schönen Tag euch noch. Ne? Dann willst du auch dein Insta nennen, wenn du willst? Ari Emrani heiße ich. Unterstrich Emrani, genau. Also Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke einzuschalten und das Video auch zu teilen. Das war Duisburg. Das war jetzt cringe. Das war's.